Ich bin Petra, bin 65 Jahre alt, komme aus Deutschland und fahre seit 4,5 Jahren jetzt mit meinem großen Fahrzeug, einem MAN Cat 1 8x8, ja, durch die Welt, sagt man so schön, was Quatsch ist. Ich bin noch gar nicht wirklich in der Welt gewesen, aber ich war auf der arabischen Halbinsel und bis nach Indien runter. Ja, wir stehen hier heute leider nicht im Grünen, wo ich viel lieber stehen würde. Aber ich muss mein Fahrzeug reparieren lassen. Der Container braucht ein bisschen Verschönerung und ich stehe halt dort, wo ich das bekommen kann. Und naja, Berlin hat auch nicht so furchtbar viele Stellplätze, wo man schön stehen könnte. Deswegen habe ich einfach in den sauren Apfel gebissen und bin jetzt hier vor der Werkstatt der Firma, die reparieren wird. Also das ist ein MAN Cat 1 8x8 von 1977. Der hat einen V8-Motor mit 320 PS. Der hat einen 12,8 Liter Motor. Der hat Tanks mit Fassungsvermögen 1000 Liter, womit ich ungefähr 1800 bis 2000 Kilometer fahren kann. Ja, beim T3 hätte ich relativ wenig Luft gehabt. Und für mich ist ganz wichtig, ich brauche eine Dusche, ich brauche eine Toilette, und zwar eine eigene Dusche und eine eigene Toilette, wenn es eben geht. Und ich brauche Platz, ich kriege da keine Luft, ich kriege Beklemmungen im kleinen Fahrzeug. Und wenn du dauerhaft im kleinen Fahrzeug wohnst, also ich weiß, dass viele das tun, aber ja, es wäre einfach nicht meine Idee und ich möchte einfach ja auch tagsüber mich mal auf mein Bett legen können und nicht noch Betten bauen müssen. Ich möchte auch mal Geschirr stehen lassen können. Und ich habe ein 8x8 unter anderem deswegen auch gewählt, weil ich einfach in der Lage bin, dieses Fahrzeug zu halten, wenn mir mein Reifen platzt, was mir übrigens 3-mal passiert ist. Und ich habe vorne das Quad mit eingebaut, weil ich einfach unglaublich gerne Quad fahre, weil ich beweglich sein möchte. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich jetzt ein T3 oder T4 habe, dann kannst du kein Quad mitnehmen. Klar, du kannst jetzt argumentieren, aber wenn du ein T3 oder T4 hast, dann kommst du überall hin, zumindest wenn er offroad-fähig ist. Aber das ist einfach eine andere Art zu reisen, weil, also wenn ich losfahre und in die Stadt reinfahre und was sehen möchte, in der Stadt, in die Natur, wo auch immer, und mit meinem Fahrzeug nicht dorthin komme, dann lasse ich es irgendwo stehen und hole mein Quad raus und kann dann auch mal eine Woche, 14 Tage an einem Platz stehen bleiben und fahre die Gegend mit dem Quad ab oder gehe halt zu Fuß oder mit meinem Fahrrad. Wenn du aber ein kleines Fahrzeug hast und kein Ersatzfahrzeug, also weder ein Fahrrad noch ein Quad oder Motorrad, viele nehmen Motorrad mit, dann hast du keine Chance, sondern musst jeden Morgen einpacken, alles einpacken, so einpacken, dass nichts kaputt gehen kann. Und fährst dann mit deinem Fahrzeug zur nächsten Ecke, suchst dir wieder einen Stellplatz, um dann vielleicht das Museum zu besichtigen, um in die Stadt reinzukommen und fährst dann wieder raus und ja, fängst wieder an, einen Stellplatz zu suchen. Ich habe 3 Ersatzreifen. Einer liegt normalerweise oben auf dem Fahrzeug, aber der ist jetzt in Gebrauch. Der eine war kaputt, den habe ich dann da gelassen. Aber die Felge habe ich mitgenommen. Man weiß ja nie, ob man sie noch mal braucht. Der 2. Ersatzreifen ist hier auf dem Schlitten und der 3. ist in meiner Garage. Da, wo die Doppeltür ist. Da ist eine große Garage, da ist ein Quad drin und da ist ein Ersatzreifen drin. Ich bin insgesamt 70.000 Kilometer gefahren jetzt, in den 4,5 Jahren, die ich unterwegs war. Und da muss man immer wieder mal einen Reifen wechseln. Also die Reifen, die ich jetzt drauf habe, das sind auch nicht die Reifen, mit denen ich losgefahren bin. Ich musste also in den Emirates einmal komplett neue Reifen kaufen. Und mir sind 3-mal Reifen tatsächlich während der Fahrt geplatzt, beziehungsweise in die Luft abgegangen, sodass ich also wirklich an den Rand fahren musste und tauschen musste. Und andere Male, ja, willst du losfahren und guckst mal einmal rum und dann stellst du fest, da ist ein Reifen platt. Dann fängst du an, den zu tauschen. Das ist natürlich nicht so spannend. Das kann ich auch nicht alleine, weil die Reifen einfach zu groß und zu schwer sind. Da brauche ich immer wenigstens einen dabei, der mir hilft. Aber es hat immer funktioniert. Ich habe immer Hilfe bekommen bei sowas. Mein beruflicher Alltag ist häufig mit viel Stress und einem höheren Lärmpegel verbunden. Dank der sehr hohen Geräuschunterdrückung meiner neuen In-Ears Liberty 4 Pro von Soundcore kommt mir jeder Bummel durch die Stadt mittlerweile wie ein Spaziergang im Wald
und jeder Aufenthalt am Flughafen wie ein Besuch am Strand vor. Über die Touch-Steuerung kannst du deinen personalisierten Klang und andere Funktionen bestimmen. Sie passen sich perfekt an mein Ohr an und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht viele In-Ears tragen kann, weil sie entweder aus dem Ohr flutschen oder irgendwann wehtun. Die Liberty 4 Pro sind in 5 Minuten aufgeladen und reichen dann für 4 Stunden Musik oder Podcast. Hol dir die Liberty 4 Pro und schnapp dir gratis eine Anker Nano Powerbank. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Aber schnell sein, denn es gibt nur eine begrenzte Stückzahl über meinen Kanal. Das Angebot läuft noch bis zum 21. Januar um kurz vor Mitternacht. Kommen immer die Menschen und sagen, sollen wir dir helfen? Nee, bloß nicht. Weil ich weiß, wie es geht, ihr nicht. Bevor ich es erklärt habe, habe ich alles erledigt. Ist immer lieb gemeint, aber das hilft mir nicht wirklich. So, ja, hier habe ich mein drittes Gefährt drin. Und noch ein Haushaltsgerät, meine Waschmaschine. Ja, mein Quad geht rein und raus über den Kran. Also ich muss eine Leiter anlegen an die Empore, die ich rausziehe, öffne meine beiden Türen und dann wird das Quad an den Kran gehängt und der Kran zieht das raus und holt es auch wieder rein. Mit meinem damaligen Freund haben wir den ausgebaut. Wir haben also einen nackten Koffer quasi gekriegt, wo nichts drin war. Und ich habe die Küche bauen lassen, weil Schubladen und so weiter haben wir uns einfach nicht zugetraut. Da fehlt uns auch einfach die entsprechenden Maschinen. Also diesen kleinen Küchenblock haben wir bauen lassen und alles andere haben wir selber ausgebaut. Inklusive Elektrik und Wasser und allem. Und das ist meine Kühl-Gefrier-Kombination, die mir gute Dienste geleistet hat schon. Ich bin immer dafür, dass also ich persönlich mache Obst und Gemüse immer in den Kühlschrank rein. Und ich bin ja auch in Gegenden gewesen, wo ich wirklich 50 Grad im Schatten hatte. In Bagdad zum Beispiel. Und da ist es dann ganz angenehm, wenn man auch das Obst in den Kühlschrank packen kann und mal was im Gefrierfach hat. So, unter meiner Truhe habe ich, oder Kühl-Gefrier-Kombination, habe ich Batterien und meinen Backofen. Den Backofen, ja, hole ich ab und zu mal raus. Meistens eigentlich eher nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich ihn eigentlich nicht brauche. Aber naja, jetzt ist der Platz da, jetzt ist der Backofen da und ich kann schon mal einen Kuchen backen. Und, oder mal ein paar Hähnchen reinpacken. So, dann habe ich hier meinen Schrank, wo ich meine Anziehsachen und viele andere Dinge drin habe. Ich habe auch darauf verzichtet, eine normale Garderobe zu haben und habe wirklich alles hier in entsprechenden Kästen, meine ganzen Sachen. Und komme da eigentlich ganz gut mit zurecht, weil es letztendlich, gerade hier, ich bin jetzt nicht so wirklich groß. Wenn der Schrank ist 60 tief und wenn ich da hinten was drin liegen habe, dann komme ich da schlecht ran. Und deswegen finde ich die Kisten eigentlich ganz praktisch. Ja, dann kommt mein Bett mit natürlich ganz vielen Schränken rundherum, mein Bücherregal. Wenn mein E-Book mal wieder kaputt ist, brauche ich mein Bücherregal, um noch weiter zu lesen, weil meine große Leidenschaft ist Lesen. Unsere Sitzecke, unter der Sitzecke befindet sich eine Klimaanlage. Ich habe sie, sie ist kaputt. Und wenn sie heile wäre, würde ich sie wahrscheinlich nicht nutzen, weil es macht keinen Sinn. Also irgendwann stellt man fest, dass du gar nicht genug Strom kriegst, um diese Klimaanlage laufen zu lassen. Denn die verbraucht 1,7 kW oder was in der Stunde. Und so viel kann meine Solaranlage da oben gar nicht produzieren. Also ich könnte sie auch ausbauen, es hätte den gleichen Effekt. Mal sehen, was ich damit mache. Jetzt bin ich ja in Deutschland und es wird einiges geändert werden, sicherlich noch. Ich finanziere mich heute über meine Altersvorsorge, die ich mir während meiner beruflichen Tätigkeit aufgebaut habe. Ich war Steuerberaterin, Selbstständige mit einem befreundeten Steuerberater zusammen. Also wir haben gemeinsam ein Büro gehabt mit 12 Angestellten. Und das Büro habe ich 25 Jahre, glaube ich, habe ich dort gearbeitet. Oh ja, und am Ende habe ich meine Buchhälfte verkauft.
Wenn du immer schon reisen wolltest, dann bietet sich das natürlich an, sowas irgendwann zu machen. Und vorher ging das halt nicht. Ich musste einerseits natürlich arbeiten und Geld verdienen und andererseits hatte ich 2 Kinder zu versorgen und konnte erst losfahren, als die letztendlich ihren eigenen Job hatten. Und deswegen habe ich das halt nach hinten geschoben. Mit der Maßgabe, dass ich jetzt sage, okay, aber jetzt kann ich tatsächlich das ganze Jahr über unterwegs sein und nicht nur im Urlaub ins Ausland fahren. Ja, und das ist einfach mein Leben heute und das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe es auch noch keinen Tag bereut. Okay, ich bin alleine. Ich habe 2 Kühlschränke. Ja, einmal natürlich, naja, wenn der eine mal kaputt geht, habe ich den anderen noch. Und manchmal muss man einfach für mehrere Tage einkaufen, wenn man in die Wüste geht. Und dann ist das schön, wenn man einfach den Platz hat und alles reinpacken kann. Ich habe also hier rundherum keine Lebensmittel, außer natürlich jetzt Müsli und sowas, was halt nicht gekühlt werden muss und was sowieso endlos haltbar ist. Oder quasi endlos. Viele haben dann da irgendwo Obst rumliegen, Kartoffeln liegen und so weiter. Ich habe das alles wirklich in den Kühlschränken und bin da ganz froh drum. Was ich nicht habe, was man hier, wenn man genau hinguckt und wenn man drüber nachdenkt, vermissen wird, ist ein Ofen, also ein E-Herd. Ähm, Ich bin alleine, ich mag das Kochen nicht immer. Und wenn ich koche, dann ist es vielleicht einmal die Woche. Und wenn ich kochen will, dann hole ich meine Elektroplatten aus dem Schrank. Hier, das ist gut. So, dann koche ich da drauf und das reicht mir aus. Mehr muss ich nicht haben. Ansonsten gehe ich auch schon mal essen oder so. Wobei meistens tue ich das eigentlich nicht, weil mm, das ist sicherlich eine Geschichte, die man, ja, wo man mal drüber nachdenken muss. Viele sagen, ja, du bist ja immer in Urlaub. Ne? Du bist ja 365 Jahre Tage im Jahr im Urlaub. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht im Urlaub. Ich lebe in diesem Fahrzeug. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn man im Fahrzeug lebt, dann muss man sich halt auch um Reparaturen und alles kümmern. Wenn man im Urlaub ist, kümmert man sich eigentlich erstmal um gar nichts, sondern genießt den Tag und genießt entweder den Strandleben, wenn man sich halt für den Strandurlaub entschieden hat, oder man genießt halt die Wanderung oder die Fahrten, die man macht. Aber man kümmert sich nicht ums Wäschewaschen, man kümmert sich nicht um Reparaturen und um gar nichts. Und was ich hier mache, ist tatsächlich Leben im Fahrzeug. Und deswegen möchte ich mich nicht als Touristin bezeichnen, obwohl es draußen dran steht. Aber so, der Grenzer versteht das dann als Tourist. Also ich bin dann eigentlich eher diejenige, die mit ihrem Haus auf auf 8 Rädern, ich muss nochmal nachzählen, das sind 8 Räder, reist und fühle mich wirklich nicht als Touristin, sondern eher als Reisende. Das ist meine Spüle, großes Ablaufbrett. Ich habe eine ganz stinknormale Spüle hier drin. Und so ein Ablaufbrett braucht man auch, weil ich spüle jetzt nicht nach jeder Mahlzeit, wie das viele andere vielleicht tun. Ich sammle mein Geschirr, ich habe genug Platz in der großen Spüle. Ich sammle das auch schon mal 2 Tage. Und, oh, die ist dreckig, die hätte ich mal sauber machen können vorher. Ich habe vorhin Hausputz gemacht. Ähm, und dann spüle ich eben alle 2 Tage, weil wenn ich nicht gekocht habe, habe ich keine Töpfe zu spülen. Dann habe ich meine Müslischalen und meinen Teller, wo ich vielleicht ein Brot drauf gehabt habe oder eine Schüssel für Salat. Das kann man noch mal 2 Tage stehen lassen. Das ist meine Meinung jedenfalls. Also ich habe nie gesagt, hätte ich das vorher gewusst. Nie. Natürlich habe ich viele Reparaturen am Fahrzeug gehabt. Ich stehe im Iran 3 Monate, weil mein Motor kaputt ist. Das ist was du nicht haben willst. Nicht im Iran. Weil im Iran ist es so, dass du eigentlich keinen Motor einführen darfst. Ich habe dann trotzdem meinen Motor einführen dürfen. Und weißt du, das brauchst du nicht. Ja? Aber wenn du schon mal eine Zeit unterwegs bist, weißt du, dass es immer irgendwo eine Lösung gibt. Und es gab bisher für alles eine Lösung. Außer doch auch dafür. Was ich vermisst habe, Lakritz. Aber auch dafür gab es Lösungen. Einerseits bin ich zwischendurch immer wieder mal nach Deutschland gekommen, um meine Kinder zu sehen. Andererseits habe ich mir dann Lakritz mitgebracht oder ich hatte Menschen, die mich besucht haben, die mir Lakritz mitgebracht haben. Also ja, es gibt ganz viele Menschen, die unterwegs sind, die Brot vermissen, die das deutsche Brot vermissen. Ich nicht. Ich habe es nie vermisst. Ich vermisse dann eher Streuselkuchen und Käsekuchen. Also, na klar vermisst man mal was. Und was man natürlich ganz doll vermisst, sind die Kinder. Und mein Enkelkind. Und natürlich vermisse ich die. Aber ich kann es nicht ändern. Und weißt du, ein ganz wichtiger Satz für mich, seitdem ich unterwegs bin, ist, dass du für alles bezahlen musst. Und ja, man muss für alles bezahlen, aber nicht unbedingt mit Geld. Ich bezahle zum Beispiel mein Reisen damit, dass ich meine Kinder nicht sehe. Oder vielleicht einmal im Jahr sehe.
Das ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, der mir sehr weh tut, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Das ist für mich einfach, ja, meine Kinder wissen, dass ich mich dann nicht wohlfühlen würde, dass es mir nicht gut gehen würde. Und sie akzeptieren das. Mein Fahrzeug ist für mich alleine gebaut worden. Also wir sind nicht auf die Idee gekommen zu sagen, na jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch 2 Betten mehr kriegen, weil wenn man das Fahrzeug mal verkaufen will, für mich war eigentlich klar, dass ich die nächsten Jahre tatsächlich unterwegs bin und auf Dauer hier drin wohnen werde, weil wenn man unterwegs ist und ein Fahrzeug hat, dann wohnt man halt hier drin. Und solange ich alleine bin, ne, mir reicht mein 1,40 Meter Bett und wenn mal ein netter Partner kommt, ja, dann reicht immer noch 1,40 und meine Kinder sind groß. So, und wenn mal mich jemand besuchen kommen möchte, der kann dann in meinem Gästezimmer mit Küchenzeile schlafen, auf einer Luftmatratze. Habe ich mehrfach ausprobiert. Ich hatte bekannte Freunde, die mich begleitet haben. Mein Sohn hat mich mal besucht für ein paar Tage. Und dann hat entweder der oder die oder ich auf der Luftmatratze geschlafen, je nachdem. Also mein Sohn hat dann da oben geschlafen, ich habe hier unten geschlafen. Ich kann das ganz gut auf der Luftmatratze mal pennen, ein paar Tage, kein Problem. Und so kann man das Fahrzeug halt auch zu zweit oder zu dritt nutzen, je nachdem. Aber vornehmlich ist es eben für mich alleine gebaut. Es war also klar, dass ich alleine reisen werde. Und dann brauchst du darüber nicht nachdenken, so eine Sitzecke auch noch umzubauen oder so. Ich meine, ich habe einen Tisch, den ich runtersetzen kann, der auf 2 Ebenen nach unten geht und würde da sicherlich auch einen Umbau hinkriegen, dass man sich da hinlegen kann. Aber ich habe es einfach noch nicht ausprobiert, weil es noch nicht notwendig war. Ich habe zwar den Plan, nächstes Jahr nach Afrika zu fahren, aber mehr auch nicht. Ähm, ich plane immer von jetzt auf gleich. Ich plane spontan. Ich habe nie eine Reiseroute geplant. Das macht auch keinen Sinn für mich, weil jeden Tag kann was anderes passieren. Ja, anfangs habe ich mir ein Russland-Visum geholt. Das war vor Corona. Danach kam Corona. Ich konnte alles über den Haufen schmeißen. Was nützt mir ein Plan, ja, wenn ich die politische Lage gar nicht überblicken kann, die in den nächsten 2 Monaten ist? Ich habe ganz viele in Saudi-Arabien getroffen, die nach Afrika wollten. Dann hat es im Sudan Krieg gegeben. Dann hat der Äthiopien die Grenzen dicht gemacht. Dann kamst du nicht mehr mit dem Carnet de Passage rein, sondern musstest den 3-fachen Preis deines Fahrzeugs hinterlegen, um da durchzufahren. Ja, das kannst du nicht, das geht auch nicht. Also vergiss es, deinen Plan für die nächsten 3 Jahre zu machen. Das macht keinen Sinn. Du kennst die politische Lage nicht. Und ich überlege morgen, mache ich übermorgen. Oder ich überlege heute Abend, ja, vielleicht fahre ich, vielleicht auch nicht. Und am Morgen entscheide ich dann teilweise spontan, jetzt fahre ich weiter. Jetzt gefällt mir mein Garten vorne nicht mehr, jetzt suche ich mir mal einen neuen Garten. Und ich denke, das ist einfach wichtig, spontan zu bleiben und Spontanität zu bewahren. So habe ich in den Emirates halt Menschen kennengelernt, die gesagt haben, wir fahren jetzt zur Dakar. Ich sage, fahre ich mit, wenn ihr mich wollt. Ja klar, komm mit. Ja, das war eine Geschichte. Ich wollte das eigentlich gar nicht, ich hatte das nicht geplant, aber wenn da andere sagen, hey, komm, wir fahren zur Dakar, zur Rallye Dakar, die früher die Paris-Dakar war, ja, geile Nummer, fahre ich mit. Ja? Wenn ich einen Plan habe, bin ich nicht mehr in der Lage, rechts und links zu gucken. Und deswegen bitte, ich habe keinen Plan. Ja, das ist mein Badezimmer, da gehe ich duschen. Und da habe ich auch meine Toilette. Das ist eine Trenntoilette, wie man es mittlerweile fast überall verbaut in den Wohnmobilen und in den Wohneigenheimen. Ja, und um die Ecke rum ist meine Dusche. Ist also eine ganz normale 80-80 Dusche, damit ich mich auch drin bewegen kann. Ich mag diese Duschen, diese engen Duschen in den Wohnmobilen nicht, die man heute vielfach kaufen kann oder in den Vans, wo man sich fast nicht drehen kann. Und wir haben uns damals überlegt, das Badezimmer einmal tatsächlich quer im Fahrzeug zu verbauen, damit es erstens ein eigenes Fenster hat und zweitens, damit ich auf 3 Seiten noch Fenster bauen kann und damit ich, und das sieht man vielleicht, wenn man mal von hier aus sich umdreht und filmt, damit ich in der Mitte Platz habe. Weil wenn ich das Badezimmer an die lange Seitenwand mache, dann habe ich 85 Zentimeter von der Seite weg. 85 Zentimeter wird mein Raum in der Mitte relativ schmal machen. Das wären immerhin 25, 30 Zentimeter weniger, als ich jetzt hier habe. Und dann wird es einfach zu eng. Und das wollte ich nicht. Ich wollte Platz haben. Ich brauche Platz, um Luft zu kriegen. Ich weiß, dass viele das nicht brauchen, aber ich brauche das. Ich kriege sonst Beklemmungen. Ja, Platzangebot, das ist für mich halt ganz wichtig, auch in der Mitte viel Platz zu haben, weil ich mache hier meinen Frühsport.
fit bleiben ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich muss halt in das Fahrzeug ein- und aussteigen, ich muss reparieren, ich muss Dinge machen, die man üblicherweise zu Hause nicht macht. Und na ja, und tut natürlich jedem gut, Sport zu machen und fit zu bleiben. Und für mich ist ganz wichtig, je länger ich fit bleibe, desto länger kann ich mein Fahrzeug fahren. Und ja, je länger ich mein Fahrzeug fahren kann, desto länger kann ich unterwegs sein. Und ich liebe das Reisen. So, fit heißt für mich ganz klar jeden Morgen Frühsport. Und Frühsport kann ich hier machen. Ich habe hier Platz genug. Ich muss dafür noch nicht mal nach draußen gehen. Ich mache meine Fenster auf und bewege mich hier, mache meine Übungen, je nachdem halbe, dreiviertel Stunde jeden Morgen nach dem Aufstehen. Musste ich mich erst dran gewöhnen, war für mich eine völlig neue Situation, weil ich sonst, wenn ich Sport gemacht habe, das immer abends gemacht habe. Da fährt man dann ins Sportstudio, da fährt man zu seinem Verein, was auch immer man gerade an Sport macht. Und dieses Morgensport war für mich, nee, das geht gar nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, du kannst nicht abends Sport machen und darauf verzichten, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Weil wenn man mit Reisenden schon mal unterwegs ist, naja, dann setzt man sich am späten Nachmittag oder abends zusammen und trinkt mal ein Bierchen und quatscht mit denen. Und dann, wenn ich dann sage, ich muss jetzt mal zum Sport, dann sagen die, was willst du? So, also lieber morgens. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und mittlerweile ist das einfach Routine und macht mir überhaupt nichts aus. Und ich habe also selten wirklich meinen Sport verpasst, meistens dann, wenn ich Kopfschmerzen hatte und es halt einfach mir gesundheitlich schlecht ging, was auch in den 4,5 Jahren natürlich mal passiert ist. Ich bin also auch gelegentlich mal krank gewesen. Aber ansonsten läuft mein Sport. Äh, Einsamkeit. Natürlich bin ich manchmal einsam, ganz klar. Das lässt sich auch nicht leugnen. Das kannst du auch nicht wegreden. Das ist ein Preis, den ich bezahle dafür, dass ich alleine reisen darf. Weil alleine reisen bringt eine Menge Nachteile, aber auch unglaublich viele Vorteile. Eine Geschichte will ich vielleicht kurz erzählen. Ich war in Pakistan und wenn man nach Pakistan fährt, dann fährt man über die sogenannte Taftan Border. Es gibt nur eine Border dort. Und ab da wird man eingefangen von den sogenannten Levis. Das sind Menschen, die dafür da sind, einen zu eskortieren bis nach Quetta und runter bis nach Shaka. Und bis nach Quetta sind es 2 Tagesfahrten. So, ich bin also abends oder am Nachmittag, als ich über die Grenze war, eingefangen worden von diesen Levis. Du musst jetzt hier bleiben. Wir bringen dich morgen, ich wusste das schon, wir bringen dich morgen weiter. Wir begleiten dich morgen. Gut, dann stellt man sich hin und verbringt dort die Nacht und morgens sieht man dann, da sind noch mehr Touristen. So, wir waren insgesamt 8 Touristen, 3 haben bei mir vorne im Fahrzeug mitgesessen, weil da war ein Fahrradfahrer bei, 2 Fußgänger. Ich habe die ganzen Rucksäcke hier hinten im Auto gehabt. Siehst du, deswegen, die 3 hätte nicht gereicht. Die ganzen Rucksäcke mussten hier rein. Und 2 Motorradfahrer. Und ein Motorradfahrer kam aus Serbien, der mit seinem Cousin, der aus dem Kosovo, glaube ich, ist. Die sind zusammengefahren, 3 Wochen wollten die von Serbien nach Nepal. Und dieser Mensch, übrigens 37 Jahre, den habe ich, wir haben uns gesehen und ab der ersten Pause sind wir nur zusammen gewesen. Wir haben nur zusammen gequatscht, haben uns über Gott und die Welt unterhalten und haben uns mega gut verstanden. Und am zweiten Tag abends, ja, haben wir uns verabschiedet und die Telefonnummern ausgetauscht und er hat dann gesagt, kommst du irgendwann durch Serbien, lade ich dich zum Kaffee ein. Und ich habe gesagt, Igor, darauf poche ich, auf den Kaffee. Kannst damit rechnen, dass ich irgendwann rüberkomme. Und dann bin ich jetzt auf dem Rückweg, also auf dem Weg nach Deutschland, tatsächlich nach Serbien gefahren, habe vorher Igor angetickert, hallo, ich komme gleich auf den Kaffee. Nein, ich habe es ein paar Tage vorher tatsächlich gemacht. Und wir waren immer mal sporadisch in Kontakt. Und ich habe dort 10 wunderbare Tage verbracht. Wir haben unglaublich viel zusammen gemacht. Wir haben mega Spaß zusammen gehabt. Er hat mich mitgenommen in seinem Auto zu Ecken, die ich natürlich alleine nicht gefunden hätte. Ja, wir waren an bewegenden Orten auch zusammen, an Orten, die halt Geschichte geschrieben haben, sowohl für die Serben als auch für die Deutschen. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ich sage, sag mal, hättest du eigentlich so viel mit mir geredet und mich zum Kaffee eingeladen, wenn ich alleine gewesen wäre, wenn ich zu zweit gewesen wäre? Jetzt sagt er, nein, hätte ich nie gemacht. Und das ist eigentlich eine Antwort, die ich von vielen gehört habe. Wir hätten nicht mit dir so lange gesprochen, wir hätten das mit dir nicht gemacht, wenn du nicht alleine gewesen wärst. Wir sind zu dir gekommen, weil du alleine bist und wir wollten mit dir reden, weil du alleine bist. Ich habe 3 Monate im Iran gesessen, festgesessen, im kleinen Dorf, bin dort zum Mittag und zum Abendessen eingeladen worden. Ich bin überall mit hingenommen worden, zu allen Familien rundum. Das hätten die im Leben nicht gemacht, wenn wir als Ehepaar dort aufgelaufen wären. Und ja, für das alles bezahle ich mit der Einsamkeit. Wobei ich eine absolute Leseratte bin und ich weiß mich sehr wohl dann zu beschäftigen.
Ich habe, weiß nicht, wahrscheinlich schon 1000 Bücher gelesen in der Zeit. Ich habe also hier eigentlich keinen Fernseher und nichts, außer ich habe ein paar Filme auf einer Festplatte, die ich mir gelegentlich ansehe. Aber eigentlich ansonsten lese ich und das ist, ja, da fühle ich mich wohl. Ich habe noch einige Staufächer am Fahrzeug, weil du nicht alles im Innenraum verstauen kannst. Und habe hier zum Beispiel mein ganzes Werkzeug, nee, nicht alles, aber das meiste Werkzeug drin, damit ich schnell drankomme. Eine ganz wichtige Geschichte ist hier drin. Meine Außengarnitur, um auch mal draußen sitzen zu können. Ich habe also auch Besucherstühle mit. Der Platz bot sich an, das mitzunehmen. Ich weiß, es gibt heute Fahrzeuge mit Schließsystem, da drückst du auf einen Knopf und alles ist zu. Der nächste wichtige Part ist meine Wasserversorgung natürlich. So. Da habe ich einmal einen Heißwasserboiler von 40 Litern drin, dann habe ich da Filteranlagen. Ich habe, wenn ich das Wasser reinhole, einen UV-Filter gegen Bakterien und Viren und lasse das Wasser dann aber ungefiltert in den Tank rein. Und wenn ich es raushole, habe ich da oben die beiden Filter, wo das Wasser dann gesäubert wird und gleichzeitig nochmal einen UV-Filter. Ja, viele haben mich gefragt, warum hast du 2 UV-Filter? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich Wasser aus meinem Tank rausnehme, kommt Luft rein. Und eine Luft gibt es immer auch verschmutzt. So, und da können natürlich auch Bakterien und Viren und alles drin sein. Und deswegen ist die zweite UV-Anlage nochmal da, um da nochmal ganz sicher zu gehen, dass das Wasser sauber ist. Und es ist für mich immer mein Trinkwasser auch gewesen. Und bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Dann habe ich ein Backup für mich, weil ich habe zwar eine Solaranlage auf dem Dach, aber die funktioniert zwar, aber eben nicht so, wie ich es jetzt gerade im Winter hier brauche. Die Sonne steht ziemlich schräg, die ist halt nicht oben beim Himmel. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt und bekomme Strom, um meine Batterien zu füllen, gerade weil die Heizung den ganzen Tag läuft und die ganze Nacht natürlich auch. Wenn ich keinen Strom bekomme, kann ich, weil meine Solaranlage halt nicht im Winter 100 Pro, nein, sie funktioniert 100 Pro, aber ich bekomme halt nicht genug Strom rein. Deswegen habe ich einen Generator, womit ich dann nachladen kann. Ja, dann habe ich noch ein kleines Gefährt mitgenommen, was ich auch schon reichlich genutzt habe. Das ist ein Klapprad. Und die Kettensäge, um Holz zu sägen, wenn man mal irgendwo ein Feuerchen machen möchte oder mal ein Baum im Weg liegt. Deswegen habe ich die Kettensäge. Ist auch schon reichlich genutzt worden, meistens für Lagerfeuer. Ich habe Richtung Iran 3 Situationen gehabt, tatsächlich. Das eine Mal hat mich ein Fixer über den Tisch gezogen an der Grenze, der mir geholfen hat, über die Grenze zu kommen. Und der mir eine Versicherung verkauft hat, viel zu teuer, also 3-mal so teuer wie normal und auch eine SIM-Karte für viel zu viel Geld verkauft hat. Das kriegt man aber beim ersten Mal in Iran reinfahren, kriegt man das erst hinterher mit, dass es das viel billiger gegeben hätte. Gut, beim nächsten Mal habe ich natürlich aufgepasst. Dann hat man mir, als ich mit meinem Quad unterwegs war, mal aus meinem Quad hinten Sachen rausgeklaut. Aber in dem Fall hat es jemand gesehen. Und als ich wiedergekommen bin vom Spaziergang, hat er gesagt, hör mal, ich habe gesehen, dass man dir die Sachen da rausgeklaut hat. Ich weiß, wer es gewesen ist. Soll ich die Polizei rufen? Ich sage, natürlich. Wenn du weißt, wer es gewesen ist, wird natürlich die Polizei geholt. Und die sind dann, nee, ich musste dann mit zur Polizei und der Zeuge ist dann auch mitgekommen und ist dann mit der Polizei raus und hat den Jungen gesucht. Also es war irgendwo einer zwischen 16 und 20, der meine Kiste hinten aufgebrochen hat. Und naja, die Polizei ist dann bei dem zu Hause gewesen und hat alles gefunden von mir. Ich hatte vorher eine Liste gemacht, was man mir geklaut hat. Und die haben mir alles wieder, nein, der Vater hat mir alles wieder gegeben. Ja, das war für den eine unglaublich peinliche Situation in Iran. Ne? Die Familienverbände im Iran sind noch ganz anders als bei uns. Und das dritte Mal, ich hatte die Situation vorher schon mal gelesen. Irgendjemand hatte das bei Facebook oder so geschrieben, dass das passieren könnte. Ich musste mit meiner Riesenkarre an den Straßenrand, weil meine Dieselfilter zu waren. Es ging wirklich gar nichts mehr. Der Motor war ausgegangen und ich wusste, jetzt musste die Dieselfilter tauschen. Jetzt sind die zu, weil der iranische Sprit ist nicht gerade der beste. Und bin dann erstmal in mein Fahrzeug hinten rein, habe da mal gegessen und habe dann mal wieder alles zugemacht. Und da standen dann 2 Menschen vor mir, 2 Männer, die mir gesagt haben, ich müsste jetzt bitte meinen Reisepass und mein Visum vorzeigen. Sie wären von der Polizei. Ich habe die dann so von oben bis unten angeguckt und habe gesagt, nein, ihr kriegt das nicht.
Ja, wie, nein. Sie werden die Polizei. Ich sage, mag ja sein, aber von mir kriegst du weder einen Reisepass noch ein Visum. Und ich habe jetzt auch gerade keine Zeit. Ich muss jetzt mal meine Dieselfilter wechseln. Ja, dann würden Sie jetzt die Polizei rufen. Ja, ich sage, mach das. Kein Problem. So, habe meine Leiter eingeladen und dann hatten die wohl irgendwo angerufen und ich war dann so auf die andere Seite von meinem Fahrzeug. Ich muss oben in den Motorraum reinkriechen, um die Dieselfilter zu wechseln. Und dann standen dann 3 Leute, also 3 Männer wieder. Ich sollte jetzt mal alle Türen aufmachen. Ich sage, geht's noch? Ich sage, mach doch nicht alle Türen hier auf. Ja, Sie werden die Polizei. Ich sage, mach sein. Ich sage, aber ich werde jetzt für euch keine Türen aufmachen. Ich habe keine Zeit dazu. Ich muss meine Dieselfilter wechseln. Ja, und dann kamen sie an und ja, war ein bisschen stinkig. Und dann, ich sage, pass auf, ohne eine ID-Card läuft hier sowieso nichts. So, und dann kamen sie wieder nach einer Minute oder 2 und brachten mir so einen laminierten Zettel rüber. Da stand auch irgendwas drauf, was ich natürlich nicht lesen kann. Der Fakt war, es war keine ID-Card. Ich sage, okay, ich sage, aber die kannst du dir irgendwo hinschmieren, die brauche ich nicht, die ID-Card, weil das ist keine Polizei-ID-Card. Also verschwindet bitte und lasst mich in Ruhe hier arbeiten. Und genau das haben sie dann auch getan. Ja, ins Fahrerhaus kann ich nur über meine Fahrertür kommen oder Beifahrertür. Ich habe keinen Durchgang nach hinten. Das bietet sich erstens bei dem Fahrzeug überhaupt nicht an, weil dann würde ich auf einen Ersatzreifen verzichten. Dann habe ich direkt hinter dem Fahrerhaus die Kabine. Da steht mein Quad drin als erstes und Regale und meine Waschmaschine ist dort, mein Ersatzreifen ist dort. Es würde da also keine Möglichkeit geben, durchzusteigen. Dann müsste ich nämlich komplett durch und dann würde ich direkt ins Badezimmer kommen, wahrscheinlich in mein Waschbecken reinfallen. Auch das ist zu klein für mich. Das geht also nicht. So. Der andere Grund, warum ich da gar nicht großartig drüber nachgedacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Wenn wirklich draußen irgendwas ist, der Löwe fliegt von der Leiter, dann ist mir das egal. Ich habe nämlich drin genug Lebensmittel und genug Wasser. Und dann warte ich einfach so lange, bis das der Löwe woanders Durst und Hunger bekommt und dann ist er weg. Und die andere Geschichte, ja, da muss man sofort losfahren, wenn dann, ich weiß nicht, wer da steht. Ja, was macht ihr mit eurer Leiter? Die ist dann kaputt. Und danach komme ich nicht mehr in mein Fahrzeug rein, zumindest nicht mehr in meinen Wohnbereich. Das finde ich dann ausgesprochen schlecht. Und deswegen muss man da eigentlich nicht unbedingt einen Durchgang haben. Das nächste ist, ich meine, wenn ich fahre, fahre ich. Da gibt es keine Idee, geh mal Kaffee holen oder geh mal Brot holen. Da ist nämlich keiner nebenan, dem ich ein Kommando geben kann. Also auch da keine Notwendigkeit, einen Durchgang zu haben. Und das letzte Argument vielleicht, das ist ein LKW. Ein LKW hat Bremsen, wo ich halt Luft brauche. Ohne Luft funktionieren meine Bremsen nicht. Und es dauert ungefähr 5 Minuten, bis dass ich die Luft in meinen Vorratsbehältern habe und genügend bar aufgebaut ist. Und in den 5 Minuten kann wunders was passieren. Da nützt mir, wie gesagt, auch da ein Durchgang nichts. Also was soll der Durchgang dann für mich? Solange man einen LKW hat, ist das aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Ich weiß, dass da viele anders drüber denken. Aber ich hätte es auch bis heute nicht gebraucht. So, ich habe auch keine Dachluke oben, wo ich aussteigen könnte. Und selbst wenn ich die hätte, könnte ich ins Fahrerhaus nicht einsteigen, weil da, wo eigentlich eine Dachluke war, früher mal, ist heute eine Klimaanlage, die auch gelegentlich gebraucht wird. Und für alle, die jetzt meinen, man kann nicht auf diesem Sitz sitzen und fahren, doch, das geht, weil das ist der einzige Sitz, wo ich dann unten an die Pedale dran komme. Alles andere wäre höher. Ich würde mit dem Kopf an der Decke hängen und komme nicht mehr an die Pedale dran. Also insofern habe ich den alten Sitz, der immer schon da drin war, in diesem Fahrzeug drin gelassen. Ja, wir sind jetzt hier im Fahrerhaus. Und das wichtigste Teil in meinem Fahrerhaus ist mein Huhn. Das braucht man, wenn man in Georgien ist oder in Indien und die Kühe von der Straße vertreiben will. Weil von diesem Geräusch hauen die ab. Ernsthaft, ja. Das hat man mir geschenkt, das Huhn. Das ist ganz wichtig. Das muss auch hier immer sitzen und gucken. Also das Fahrzeug wurde von der deutschen Regierung in Auftrag gegeben. Die sind zu den Lkw-Herstellern gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne ein Fahrzeug haben, was in der Lage ist, dem Leopard 2, dem Panzer, zu folgen unter Umgehung großer Hindernisse. Dann haben sich Mercedes, MAN, Klöckner, Humboldt-Deutz zusammengetan und haben dieses Fahrzeug konstruiert. Und zwar als 4x4, 6x6 und 8x8. Bis 1989 sind diese Fahrzeuge gebaut worden. Ich habe dieses Fahrzeug, das muss 1974 gewesen sein,
Da hat man das vorgestellt und ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, wow, was für ein geiler LKW. Mich hat einfach fasziniert, dass dieses Fahrerhaus so lang und so flach war, so ein bisschen so, ja, wie so eine Katze. Ich meine, viele sagen, das ist meine Katze, wobei der Name selber eigentlich was ganz anderes bedeutet. Das ist ein MAN Cut 1, 8x8. Und Cut steht eigentlich nur für Kategorie und nicht für Katze. Aber viele Cut-Fahrer sagen halt Katze dazu. Und als die Bundeswehr dann anfing, diese Fahrzeuge auszusortieren, sind viele hergegangen und haben sich dann Fahrzeuge im Privatbereich gekauft, so wie ich das letztendlich auch getan habe. Es gibt viele, die im Vorfeld gesagt haben, ja, ich würde das ja auch machen, aber ich kann es nicht bezahlen, ich kann mein Haus nicht verkaufen, ich kann meine Wohnung nicht verkaufen, ich kann mein Auto nicht verkaufen, ich will darauf nicht verzichten. Ja, bitte, dann lass es sein. Aber erzähl mir nicht, ich würde es auch gerne machen. Weil wenn du nicht dazu bereit bist, ist der Wunsch, das zu tun, nicht groß genug. Weil wenn der Wunsch groß genug wäre, würdest du genau das tun. Darauf hinarbeiten, so wie ich das gemacht habe. So, alle anderen kommen dann und sagen, ja, ich würde ja gerne und hätte damit auch kein Problem, alles zu verlassen, aber ich habe kein Geld. Ja. Auch da gibt es letztendlich Lösungen. Da oben steht ein schöner Spruch, alles ist möglich. Den habe ich geschenkt bekommen und habe mir den da hingehängt und wenn ich wieder nicht weiter weiß, ja, alles ist möglich, genau. So, das heißt, es ist doch letztendlich egal. Wenn man reisen will, dann kann man das zu Fuß machen, dann kann man das mit dem Fahrrad machen, dann kann man das mit dem Auto machen, dann kann man das mit dem Quad machen, mit dem Motorrad oder mit dem Flugzeug. Es ist völlig egal. Mach deinen Traum, lebe deinen Traum. Das ist doch wichtig. Und komm nicht mit der Ausrede, ja, ich könnte ja mal, aber, ja. Nein, lebe deinen Traum und wenn es zu Fuß ist. Es gibt viele Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Ich habe sie in Pakistan getroffen, ich habe sie in Indien getroffen, ich habe sie eigentlich überall getroffen. Es gibt Fahrradfahrer, die unterwegs sind, ich habe sie überall getroffen. Es ist möglich und man kann auch überall arbeiten gehen. Es gibt einerseits Online-Shops, die man machen kann, andererseits gibt es auch Stellen, wo man tatsächlich arbeiten gehen kann und sich Geld verdienen kann. Also wenn man das wirklich will, muss man sich damit auseinandersetzen und dann geht das auch.